Rücken verspannt, Brust eng und das Atmen fällt schwer? Ich zeige dir heute, wie du mit einfachen Übungen deine Atmung wieder frei machst und deine Brustwirbelsäule, Rippen und Schulter wieder mobilisierst. Atmen ist eine der grundlegendsten Funktionen unseres Körpers. Wir tun es ständig, ohne groß darüber nachzudenken. Doch die Art, wie wir atmen, beeinflusst weit mehr als nur unsere Sauerstoffversorgung. Sie wirkt sich auf das Herz, auf die Muskeln, auf das Nervensystem, die Haltung und die Stabilität aus. Unsere Atmung hängt von mehreren Strukturen und Muskeln ab. Das Zwerchfell ist das wichtigste Atmenmuskel. Es erzeugt 60–80% der Atmenkraft, indem er das Brustraum nach unten, nach oben und auch zur Seite erweitert. Die Rippen und die Brustwirbelsäule sorgen dafür, dass der Brustkorb sich in alle Seiten ausdehnt. Sie sind über Gelenke und Bänder direkt mit dem Zwerchfell und die Atmenmuskel verbunden. Auch die Schultergürtelmuskulatur beeinflusst die Position der Rippe und die Beweglichkeit des Brustkorbs. Wenn die Schultermuskulatur zu fest ist, ist auch unsere Atmenfähigkeit eingeschränkt. Wir atmen dann oft nur flach und in den oberen Teil vom Brustkorb. Dabei spannen Hilfsmuskeln wie Nacken, Schulter oder den Rücken zu stark an. Das Zwerchfell arbeitet nicht optimal. Der Brustkorb dehnt sich nicht vollständig und wir fühlen uns eingeengt, blockiert und auch kurzatmig. Flaches Atmen kann verschiedene Ursachen haben. Verspannungen im Brust- und Rückenmuskel, eingeschränkte Beweglichkeit der Rippe oder der Brustwirbelsäulen und auch Gewohnheiten wie zu lange Sitzen und Fehlhaltungen. Die Folgen sind spürbar. Weniger Sauerstoffaufnahme, Verspannungen im Rücken- und Schulterbereich, erhöhte Muskelspannung im Nacken und oft ein Gefühl, nicht richtig tief durchatmen zu können. Studien zeigen, gezielte Atemübungen in Kombination mit Mobilisation der Brustwirbelsäule, Rippen und des Schultergürtels verbessern die Zwerchfellaktivierung, erweitern den Brustkorb und entspannen die Hilfsmuskulatur von Schulter und Nacken. Das Ergebnis ist freie Atmung, bessere Haltung und weniger Verspannungen. Auch gesunde Menschen profitieren von diesen Übungen. Mehr Beweglichkeit der Brustwirbelsäule, bessere Schulterbeweglichkeit, verbesserte Atemmechanik der Lungenfunktion und stärkt die Rumpfmuskulatur. In diesem Video zeige ich dir 5 einfache Übungen, mit denen du deine Atmung wieder frei machst, flaches Atmen vermeidest und gleichzeitig deine Brustwirbelsäule, Rippen und Schulter mobilisiert. Los geht's! Ich zeige dir wie. Für die ersten 3 Übungen brauchst du einfach einen Stuhl. Und für die erste setzt du dich umgekehrt hin, also dass du jetzt halt mit dem Brustkorb zur Lehne hinschaust. Diese Position wird dafür sorgen, dass du automatisch etwas aufrechter sitzt, weil sonst würdest du ja mit dem Gesicht nach vorne kommen. Ne? Von dieser Position aus nimmst du beide Hände und versuchst du Richtung Schulterblatt zu greifen. Nur dadurch, dass du die Hände nach oben nimmst, erzeugst du ja schon eine Spannung an den unteren Teil von dem Rippenbereich und eine leichte Dehnung von dieser Muskulatur. Und jetzt werden wir diese Dehnung noch verstärken, indem du die Ellenbogen, statt nach vorne zu lassen, auch weit nach hinten bringst, so dass die Ellenbogen seitlich zu deinem Körper sind. Durch diese Position hast du schon eine Dehnung von diesem unteren Bereich von der Brustmuskulatur. Und diesen Muskel, die sind sehr häufig auch mehr Spannung, weil man ständig hier vorne so sitzt. Also Hände hinten am Nacken Richtung Schulterbereich, die Ellenbogen nach außen zeigend. Und aus dieser Position bringst du dann den gesamten Rücken nach hinten, aber vor allem mit Fokus auf diesen Brustpartie. Du willst deinen Brustkorb nach vorne Richtung Lehne schieben und gleichzeitig in eine Streckung kommen von den unteren Lenden und die Schulterblätter zusammenziehen. So, nochmal von vorne. Ellenbogen als erstes nach außen zeigend, Spannung aufbauen, einatmen und den Brustbereich nach hinten bewegen.
Ausatmen und nur die Spannung der Rücken und der Arme loslassen. Einatmen, Brustpartie nach vorne bringen, Rücken richtig anspannen, Schulterblätter zusammenziehen, tief Luft holen und dann wieder locker lassen. Arbeite vor allem in deinen Brustkorbbereich. Schiebe dein Brustbein nach vorne Richtung Lehne hin und gleichzeitig hier hinten die Muskulatur richtig schön anspannen, dass du eine schöne Überstreckung bekommst. Deine Hände kannst du etwas nach oben Richtung Nacken bewegen, dass du nicht vermehrt den Kopf in den Nacken nimmst. Und dann Spannung wieder lösen. Diese Übung solltest du dann von 12 bis 15 Mal wiederholen und jede tiefe Einatmung dann auch für mindestens 3 Sekunden anhalten. Bei der nächsten Übung geht es nicht nur jetzt um die Streckung, sondern die Streckung und die Drehung. Diese Bewegung ist auch besonders günstig, wenn du so Rückenschmerzen hast zwischen die Schulterblätter. Dafür brauchst du einen Stuhl, ein kleines Hockerchen, wo du deine Füße drauf platzieren kannst. Und falls deine Lehne nicht ganz so gemütlich ist, dann nimm nur ein kleines Handtuch, damit du es besser polstern kannst. Als erstes sollst du deine Füße auf diese Hockerchen platzieren, weil dadurch, dass du deine Knie jetzt erhöhst, machst du automatisch eine Kippung von dem Becken. Das sorgt dafür, dass die Bewegung in dem unteren Bereich etwas eingeschränkt wird und somit viel fokussierter auf der Brustwirbelsäule weitergeleitet wird. Das Handtuch platzierst du dann auf die Lehne drauf, einfach, dass es für dich gemütlicher ist. Deine Hände sind jetzt beide auf dem Knie und aus dieser Position bewegst du jetzt den Arm, aber vor allem den Rumpf. Der Arm soll nur als Hebel dienen, damit du die Bewegung in dem Rücken oder in den Rippen noch mehr verstärkst. Also einatmen und dann den Rumpf und den Arm nach oben in die Drehung weit weg und ausatmen wieder zurück. Die Bewegung, die du produzieren solltest, ist ein Drehen von dem Rumpf. Das heißt, dieser andere Arm hält dagegen. Dein Schulterblatt, in dem Fall hier von der linken Seite, der hebt von der Lehne weg. Und der andere bewegst du nach hinten und gleichzeitig in eine Drehung in die Gegenrichtung. Einatmen, ausatmen, wieder zurück. Einatmen, drehen, nach hinten weg über die Lehne. Ausatmen und wieder zurück. Dass du es besser sehen kannst, mache ich das gleich jetzt auch auf der anderen Seite. Also Füße, Knie sind höher als das Becken. Das Becken ist nach hinten gekippt und somit etwas blockiert. Beide Hände auf dem Knie drauf. Mit der Seite, die sich nicht bewegt, hältst du das Becken und das Knie stabil. Also deine Hand drückt dagegen. Mit der linken Seite jetzt einatmen, den Rumpf nach hinten über die Lehne, den Arm nach weiter nach hinten bewegen und hier solltest du dann eine gute Spannung spüren. Ausatmen und wieder zurück. Einatmen. Ganz fokussiert versuchst du den unteren Rippenbereich so weit wie möglich zu eröffnen, dass du so viel Luft wie möglich da rein bekommst. Kurz ein paar Sekunden halten und dann in die Drehung wieder zurück. Je Seite sollen das 12 bis 15 Wiederholungen werden und im besten Fall 2 bis 3 Serien davon. Strecken und Drehen hatten wir schon, jetzt geht es um die Seitneigung. Die Rippen oder der Brustkorb bei der tiefen Einatmung, die Rippen gehen auseinander, nach vorne, so vorne und hinten erweitern sie sich und gleichzeitig dann auch hoch. Diese Bewegung ist besonders günstig, wenn Patienten zum Beispiel Schmerzen haben zwischen den Rippenbogen, so eine ausstrahlenden Schmerzen, meistens einseitig, nach vorne Richtung Brustkorb. Dafür solltest du dich auf den Stuhl hinsetzen, deine Füße sind fest auf dem Boden und mit einer Hand hältst du die Rippen sozusagen fast fest unten. Das sorgt dafür, dass die Atmung, aber auch die Bewegung auf der gegenüberliegenden Seite fokussiert wird. Setz dich so aufrecht wie möglich hin, achte darauf, dass du jetzt halt nicht so zusammengesackt bist, weil auch die Wirbelsäule einen Einfluss hat auf deine Atmung. Also aufrechte Haltung, eine Hand hältst du den Brustkorb fest, mit den Fingern nach unten zeigen, Daumen nach oben Richtung Kopf.
Die andere Hand, die bewegst du so, dass die Handfläche nach vorne zeigt. Und jetzt atmest du ein, bringst den Arm nach oben weg, Richtung Decke hin. Gleichzeitig machst du eine Seitneigung von dem Rumpf. Das Ziel ist, dass du hier seitlich an den Rippenbogen eine gute Dehnung spürst. Gleichzeitig ist es wichtig, dass du die Seitneigung von der Wirbelsäule machst und dann zusätzlich mit der Atmung verstärkst du das Ganze. Also, Handfläche nach vorne zeigend, tief einatmen, Arm heben, den Rumpf seitlich neigen, so weit wie es geht, oben kurz halten, ausatmen und wieder zurück zur aufrechter Haltung. Einatmen, mit dieser Hand schieben, den anderen Arm heben, tief am Ende der Einatmung kurz halten, ausatmen und wieder heben. Nimm auch deinen Hals oder den Kopf mit in die Seitneigung und so hast du noch einen positiven Effekt auf die Hilfsmuskulatur vom Nacken. Das gleiche dann selbstverständlich auch auf der anderen Seite. Hand hält den Rippen fest, die anderen Arm mit der Handfläche nach vorne zeigend, einatmen, weit über den Kopf, so als ob du zur Decke greifen würdest, halten, kurz die Spannung ordentlich wirken lassen, sowohl an dem Schulterblatt und auch an den Rippen, ausatmen und dann langsam wieder zurück. Richtig schön in die Seitneigung ran und dann wieder zurück. Wichtig ist, dass du dich selbst auch herausforderst. Versuche so weit wie möglich nach oben zu greifen und so tief wie möglich einzuatmen. Du wirst wundern, wie gut diese Übung dir tut. Wenn dir dieses Video gefällt und du regelmäßig mehr Tipps bekommen willst für Bewegung, Haltung, Atmung und Schmerzlinderungen mit Tipps für zu Hause oder Übungen für zu Hause, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Für die nächste Übung stellst du dich jetzt hin neben einer Tür. Wichtig ist, stell dir sicher, dass die Tür auch zu bleibt. Stell dich seitlich zu einer Tür hin, mit der Hüfte ungefähr auf der gleichen Höhe wie die Türklinke. Und jetzt mit der gegenüberliegenden Hand, also links zu der Tür, mit der rechten Hand hältst du dich an der Türklinke fest, so nah wie möglich von der Türklinke jetzt nah. Den Arm bringst du jetzt über den Körper und jetzt lässt du dich in die gegenübere Richtung fallen und du hältst dich ganz fest jetzt an der Türklinke und atmest dann ein. Dadurch hast du die maximale Seitneigung von dem Körper, hast du auch noch zusätzlich den Zug und nutzt jetzt dein Körpergewicht mit den Günsten von der Schwerkraft. Also lass dich reinfallen, halte dich fest, atme tief ein. Bleib in der Position für ein paar Sekunden und komm dann wieder zurück. Einatmen, tief reinfallen lassen, Becken zur Tür, Schwerkraft für dich, ausatmen und dann wieder zurück. Diese Übung hast du die maximale Effekt von der Seitneigung, aber auch von dem Zug auf den Rippen drauf. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Seitlich zur Tür hin, festhalten. Das ist jetzt dein Ankerpunkt. Hand zur Decke, Handfläche nach vorne zeigend, einatmen und den Körper richtig seitlich fallen lassen. Halte dich ordentlich fest und achte darauf, dass der Arm nicht nach vorne fällt, sondern eher weiter nach hinten. Kurz die Einatmung festhalten, ausatmen und wieder zurück. Einatmen nach außen fallen lassen, tief in den Zug, Arm weit über den Kopf, nicht nach vorne beugen, sondern eher etwas überstrecken, ausatmen und dann wieder zurück. Ebenfalls diese Übung solltest du je Seite 12 bis 15 Wiederholungen durchführen und im besten Fall 2 bis 3 Serien. Und unsere letzte Übung vereint dann die Streckung, die Drehung und auch die Seitneigung. Dafür solltest du dich am Türrahmen hinstellen, in einer Schrittstelle, also ein Fuß soll vorne sein und das andere Bein etwas nach hinten.
Jetzt den Arm auf der gleichen Seite, wo der Fuß vorne ist. Da solltest du dich oben, oberhalb vom Kopf an den Türrahmen festhalten. Jetzt hast du ja schon die Streckung und auch die Seitneigung. Weiterhin in der Schrittstellung. Lass deinen Körper seitlich jetzt halt fallen in die Gegenüberrichtung und mit den Armen von dieser Seite drehst du jetzt nun den Rumpf, so als ob du weit, in dem Fall meine linke Hand, weit nach rechts vorne greifen willst. Halte dich hier fest, lass dich reinfallen, atme ein, ausatmen, aufrecht und wieder zurückdrehen. Einatmen, den Rumpf seitneigen und drehen. Ausatmen und wieder zurück. Verlagere dein Gewicht auf dein Standbein, das vordere Bein. Atme ein, halte die Atmung kurz. Ausatmen und wieder zurück. Diese Übung ist auch besonders effektiv, falls du Schulterschmerzen hast. Wichtig ist, dass du dich gut greifen kannst und dein Körpergewicht einfach als Zug nutzt, um diesen Bereich eine gute Dehnung zu geben und die Bewegungsausmaß von deiner Schulter auch zu verbessern. Das gleiche noch einmal von hinten gezeigt, von der gegenüberliegenden Seite zum Beispiel. Jetzt mit dem linken Fuß vorne, mit der linken Hand an den Türrahmen jetzt festhalten. Schrittstelle, einatmen, fallen lassen und den Arm nach vorne in die Gegenrichtung bewegen. Ausatmen und wieder zurück. Nutze deine Finger als Hebel, deinen Rumpf in die Gegenrichtung bewegen, ausatmen und wieder zurück. Schön festhalten, so weit wie möglich oben, mit den ein Fuß vorne, den Arm von der gleichen Seite von das vorderen Bein hältst du oben an den Türrahmen fest, einatmen, drehen nach vorne weg, ausatmen und dann wieder zurück. Ebenfalls diese Übung solltest du dann 12 bis 15 Wiederholungen durchführen. Kurz am Ende der Einatmung Luft halten, damit hast du die maximale Dehnung von der Lunge, von dem Brustkorb, von der Muskulatur und dann sanft und wieder zurückkommen. 2 bis 3 Serien sollten reichen. Wenn du diese Übung regelmäßig machst, helfen dir, diese Atmung wieder frei zu bekommen, Verspannung im Schulter- und im Rückenbereich zu lösen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!